Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was für ein Tag. Nicht nur, dass die WM begonnen hat, viel wichtiger für Real Madrid 2 Announcements. Einmal das offizielle Announcement von Real Madrid. José Mourinho ist offiziell der neue Trainer von Real Madrid. Und zum Zweiten ein Here We Go von Fabrizio Romano. Bernardo Silva wird neuer Spieler von Real Madrid. Alles, was es dazu gibt, erfahrt ihr in diesem Video und noch vieles mehr. Also, viel Spaß dabei. Ja, starten wir mal dieses Video mit einer kurzen persönlichen Info. Falls ihr mich irgendwie ein bisschen blass seht oder so, nicht wundern, ich musste heute Morgen Blut abgeben. Und ich bin in Ohnmacht gefallen. Es ist mir total unangenehm. Und es ist auch nicht, dass ich irgendwie Angst vor der Spritze habe. Im Gegenteil. Mir ist das schon zum 3. oder 4. Mal passiert. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mein Körper reagiert halt so. Auf einmal wache ich auf, schweißgebadet, 6 Leute um mich rum, gucken mich an, als wenn ich gerade keine Ahnung was hatte. Naja, war sehr, sehr unangenehm. Aber hier bin ich. Wer feiern kann, wer sich Blut abnehmen lassen kann, der kann auch arbeiten. Und wer auch gearbeitet hat, war in der Nacht die ersten Nationen bei dieser WM. Und deshalb würde ich vorschlagen, kommen wir zu meiner ersten WM-Ecke. Ja, und hier starte ich erst einmal mit einem dicken Dankeschön. Was für ein wunderschöner Stream gestern. Danke, dass ihr dabei wart. Wir haben uns sehr viel über das Spiel, über die WM, über Real Madrid und über mein Abnehmen unterhalten. Ja, das gehe ich ab heute an. Deshalb auch die Blutabnahme, meine Schilddrüsenwerte etc. müssen gecheckt werden. Ich möchte jetzt das Abnehmen nochmal angehen. Könnt mich gerne immer wieder daran erinnern, wie es läuft. Vielleicht gibt es auch hier und da mal ein Video auf diesem Kanal, wie das Abnehmen läuft. Mit Sicherheit, aber hier auch da auch Shorts. Also lasst gerne ein Follow da auf TikTok und Instagram. Und sonst sage ich es am Ende des Videos. Aber diesmal möchte ich es gerne am Anfang des Videos erwähnen. Wenn ihr ein Follow auf YouTube lassen könntet, würde mich das sehr freuen. Diesen Kanal sehr unterstützen. So. Ja, was gestern auch sehr unterstützt hat, war, die mexikanischen Fans in ihrer Heim-WM haben den Favoriten in diesem Spiel zumindest zum Sieg geführt. Mexiko gewinnt gegen Südafrika 2:0 und das Ganze absolut verdient. Das Highlight des Spiels war eher die Stimmung drumherum und die 3 roten Karten. Das absolute Highlight war, als der Schiedsrichter versucht hat, die rote Karte für Südafrika, die zweite, zu erklären. Der arme Mann kann alles außer Englisch. Und es waren wunderschöne Bilder, als der südafrikanische Spieler versucht hat zu verstehen, was der Schiri gesagt hat. Sehr, sehr lustig. Ja, hat mich an diesen Boxmoderator erinnert, der gesagt hat, solange eine Frau nicht ihre Freiheit, kein Mensch seine Freiheit. Ich hoffe, ihr kennt den Clip. Wenn nicht, sucht den. Sehr, sehr lustig. Ja, wie dem auch sei, das war das Eröffnungsspiel und dann mitten in der Nacht, ich glaube, das hat keiner von uns gesehen, es sei denn, du bist Südkoreaner oder Tscheche, denn Südkorea hat sich gegen Tschechien mit 2:1 durchgesetzt, inklusive einer Remontada und das Ganze hochverdient. Ich zeige euch mal die Statistiken. Südkorea in allen Belangen überlegen, haben sich diesen Sieg verdient. Ich habe mir auch die Zusammenfassung angeguckt, so fast über 20 Minuten. Das heißt, ich kann das Spiel schon ein bisschen einschätzen. Südkorea war ganz klar die bessere Mannschaft. Das spiegelt sich so in der Tabelle wieder. Zurzeit Tabellenerster die Mexikaner, Tabellenzweiter die Südkoreaner, beide mit 3 Punkten und dahinter dementsprechend dann Tschechien und Südafrika. Ja, und was erwartet uns heute? Heute nur ein Spiel um 21 Uhr. Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Alphonso Davies gegen Edin Dzeko. Wir sind gespannt. Ja, das war's jetzt zur WM. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Und bevor wir zu den neuen Transfers kommen für Real Madrid, unterhalten wir uns erst einmal über einen Spieler, der, so wie es aussieht, nicht zurück nach Real Madrid kommt, und zwar Víctor Muñoz. Und das Ganze sah in den letzten Wochen eigentlich anders aus. Es sah so aus, als wenn Real Madrid die Klausel ziehen würde und ihn zurückholen würde. 50% von Víctor Muñoz gehören ja Real Madrid und wir haben diese Rückkaufsklausel, die wir jedes Jahr machen können. Doch, so wie es aussieht, möchte Newcastle Víctor Muñoz als Ersatz für Anthony Gordon. Dazu folgende Information.
Newcastle setzt sich intensiv für Victor Munoz ein. Starkes Interesse an dem Osasuna-Flügelspieler. Das Angebot beläuft sich auf 35 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Real Madrid müsste dem Transfer noch zustimmen und würde im Falle einer Zustimmung die Hälfte der Ablösesumme erhalten. Victor Munoz und Newcastle United stehen kurz vor einem Wechsel. Der Transfer ist in Arbeit und könnte bald abgeschlossen sein. Die Magpies, die 80 Millionen für Anthony Gordon erhalten haben, sind bereit, fast die Hälfte dieser Summe zu investieren. Wie El Chiringuito berichtete und AS bestätigt, also 2 Quellen, beträgt die Ablösesumme 35 Millionen Euro plus weitere 5 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen. Es handelt sich um dieselbe Ausstiegsklausel von 40 Millionen Euro wie bei Osasuna, allerdings in einer anderen Struktur. Diese neue Regelung ermöglicht zudem eine steuerliche, günstigere Behandlung, da die direkte Zahlung der Klausel weniger vorteilhaft wäre. All dies hängt jedoch von der Entscheidung von Real Madrid ab. Ja, ihr habt es selber gehört oder selber gelesen. Osasuna ist sich mit Newcastle einig und sagt, ja, alles klar, für 35 plus 5 könnt ihr ihn haben. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen. Die könnte Newcastle ziehen und wenn Victor Munoz zustimmt und Real Madrid dann hat sich das erledigt für Osasuna. In dem Fall muss Real Madrid noch zustimmen, weil uns 50% der Rechte gehören. Aber Newcastle hat dann steuerliche Vorteile. Fragt mich nicht wie, ich kenne mich nicht mit den Steuern in England aus. Wenn es anstatt 40 Millionen sind 35 plus 5, diese 5 Millionen an Boni, so verstehe ich das, sind wahrscheinlich sehr leicht zu erreichende Boni. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn er 10 Spiele macht oder so, kommen diese 5 Millionen Boni, so stelle ich mir das vor. Ja, und jetzt ist die Frage, was hat Real Madrid vor? Ja, da gestern neue Transfers gekommen sind, kann es daran liegen. Ich bin aber sehr verwundert, weil ich dachte, Victor Munoz ist genauso ein Spielertyp, wie den ein José Mourinho haben möchte. Der erinnert mich unglaublich an einen José Callejon, diesen Flügelflitzer, der vielleicht nicht die Qualität hat, um absoluter Stammspieler zu sein, aber als Einwechselspieler für unglaublich viel Energie sorgt und Torgefahr. Ja, deshalb wundert es mich, aber naja, so wie ein Fabrizio Romano bestätigt, hat Real Madrid sich schon entschieden. Sie werden die Rückkaufsklausel nicht ziehen. Newcastle ist sich sicher, dass sie Victor Munoz bekommen werden. Real Madrid bekommt mindestens 17 Millionen Euro. Die Boni, wie gesagt, werden sehr wahrscheinlich leicht zu erreichen. Das bedeutet 20 Millionen Euro für Real Madrid. Ja, und das ist wahrscheinlich der große Unterschied zwischen einem Paris Saint-Germain, Manchester City etc. und einem Real Madrid. Die würden so einen Spieler behalten können, aber Real Madrid muss Einnahmen generieren, um auch Ausgaben tätigen zu können. Ich hoffe einfach, dass Real Madrid sich irgendein Vorkaufsrecht oder so einbehält, so nach dem Motto, dass die das Angebot zumindest egalisieren können, damit nicht ein Victor Munoz, weiß Gott, wenn er jetzt 2-3 Jahre bei Newcastle gut abliefert, vielleicht dann irgendwann nach Barcelona wechselt, die waren ja schon dran, oder Atletico Madrid, dass du dann nicht einen aus deiner eigenen Jugend in der Konkurrenz hast. Ihr wisst, ich liebe unsere Canteranos. Ich drücke Victor Munoz in Newcastle absolut die Daumen. Der Junge soll absolut durch die Decke gehen, aber ich hoffe einfach, Real Madrid hat so eine Art nicht Rückkaufsklausel, sowas wird Newcastle nicht machen, wenn sie 40 Millionen zahlen, aber ja, so ein Recht, den als erstes zurückzukaufen. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wie dem auch sei, so wie es aussieht, Victor Munoz kurz vor einem Wechsel zu Newcastle United. Ja, und eben haben wir über steuerliche Vorteile geredet bei Newcastle. Warum sie nicht die ganze Klausel reden? Und gestern haben wir über steuerliche Vorteile geredet, warum ein José Mourinho erst im Juli vorgestellt wird. Aber das ändert nichts daran, dass Real Madrid es gestern zumindest schon mal offiziell gemacht hat. Offizielle Stellungnahme José Mourinho. Der Vorstand von Real Madrid hat in seiner heutigen Sitzung am Donnerstag, dem 11. Juni, unter dem Vorsitz von Florentino Perez beschlossen, José Mourinho für die nächsten 3 Spielzeiten bis zum 30. Juni 2029 zum Cheftrainer der ersten Mannschaft zu ernennen. José Mourinho wird am 13. Juli, den Tag der Saisonvorbereitungsbeginn, zu Real Madrid wechseln. Real Madrid macht es auch offiziell wegen dieser
diesen steuerlichen Gründen, dass er ab dem 13. Juli offiziell wechselt. Was viel wichtiger ist als dieses Datum, ist, dass er hinter den Kulissen arbeitet. Ich habe euch schon gezeigt, es gab die ersten Versammlungen zwischen José Mourinho und Real Madrid. Die ersten Spielernamen sind gefallen. Ja, und das beste Beispiel dafür ist ganz einfach ein Bernardo Silva. Kommen wir direkt von dem Thema zum nächsten, denn gestern aus dem heiteren Himmel, naja, nicht so ganz, die ersten Andeutungen gab es schon in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Bernardo Silva, here we go zu Real Madrid. Bevor ich zu viel plapper, hören wir uns erstmal an, was Fabrizio zu berichten hat. Und fangen wir natürlich mit Bernardo Silva an, denn das letzte Video, das ich am europäischen Nachmittag bzw. am späten Vormittag hier in den USA veröffentlicht habe, handelte von Bernardo Silva. Und Real Madrid geht voll auf Bernardo Silva. Ich habe euch von fortgeschrittenen Gesprächen erzählt, Real Madrid ist zuversichtlich, dass es bald ein Here we go geben wird. Nun, wir haben das Here we go, Bernardo Silva zu Real Madrid. Einer der schnellsten Deals, an die ich mich bei einem so großen Club und so einem großen Spieler erinnern kann. Denn normalerweise dauert es seine Zeit, bis ein Vertrag zustande kommt, wenn es sich um einen großen Namen, einen Top-Spieler, einen Top-Agenten oder einen großen Verein handelt. Es dauert also eine Weile, bis man eine Einigung erzielt. Doch in diesem Fall war Real Madrid unglaublich schnell. Warum? Weil sie verhindern wollten, dass ein anderer Verein in den Deal einsteigt, ihn kapert oder etwas verändert. Und so wollte Real Madrid jegliche Überraschungen vermeiden, sagen wir es mal so. Aber auch, weil José Mourinho in dem Treffen, von dem ich euch erzählt habe, Dienstagabend in Madrid, ein langes Treffen mit den Direktoren, gesagt hat, Bernardo Silva ist der richtige Spieler für uns. Und Real Madrid hat beschlossen, alles zu geben, um Mourinho das zu ermöglichen, was er wollte. Und so ist Bernardo Silva zu Real Madrid jetzt ein Here we go. Ein super schneller Deal, der in 36 Stunden abgeschlossen wurde, wobei Real Madrid Bernardo Silva einen Vertrag für die nächsten 2 Jahre angeboten hat, mit der Option auf eine weitere Saison. Bernardo Silva hat die von Real Madrid angebotenen finanziellen Bedingungen akzeptiert. Das Gehalt wird geringer sein als das, was Bernardo Silva bei Manchester City verdient hat. Bernardo war wochenlang, ich würde sagen 3-4 Wochen, zunächst in Gesprächen mit Barcelona, dann hat Atletico Madrid bis ganz zum Schluss wirklich alles versucht, um Bernardo Silva zu verpflichten. Atletico hat mehr geboten als Barcelona und alles daran gesetzt, Bernardo zu holen, aber dann hat er sich entschieden, zu Real Madrid zu gehen. Und so ist Bernardo zu Real Madrid jetzt ein Here we go. Nach Konate, nach Denzel Dumfries wird Bernardo Silva eine weitere Verpflichtung für Real Madrid sein. Ja, Real Madrid mit einer Machtdemonstration auf dem Transfermarkt. Der FC Barcelona und Atletico Madrid streiten sich wochenlang und ein Real Madrid muss nur einmal den Hörer abnehmen und innerhalb von 36 Stunden ist Bernardo Silva Spieler von Real Madrid. Und da sieht man auch, was für eine Macht ein José Mourinho bei den Transfers von Real Madrid hat. Ein Spieler, der Real Madrid im April schon angeboten wurde. Und Real Madrid gesagt hat, nein, danke, kein Interesse. Und ein Real Madrid ändert ihre Transferpolitik für einen José Mourinho. Und jetzt kommen wir mal zum Sinn hinter diesem Transfer. Zunächst einmal, der Junge wird jetzt 32. Der ist nicht mehr der Jüngste, der ist nicht mehr in seiner Peak. Ja, muss man sehen, wie viel er noch performen kann. Aber man muss sagen, wenn er eins hat, Erfahrung, Seriosität und er könnte ja diese Ruhe in die Kabine bringen, diese Erfahrung, die in den letzten Jahren verloren gegangen ist durch einen Luka Modric, Toni Kroos, Nacho, Lucas Vázquez etc., die Alteingesessenen, die Real Madrid verlassen haben. Und wir haben ja gesehen, was diese Saison in der Kabine von Real Madrid passiert ist. Ein absolutes Chaos. Und man sieht an den Transfers von einem José Mourinho, was er in dieser Kabine sehen möchte. Er möchte Seriosität und er möchte eine Hierarchie einbauen. Daher sieht man auch in den Transfers, ein Dumfries nicht mehr der Jüngste, ein Konate nicht mehr der Jüngste, ein Bernardo Silva. Aber genau das ist doch das, was ein Madrid braucht. Ich habe immer gesagt, wir brauchen nicht mehr den nächsten 19-jährigen Superstar, der in 3, 4, 5 Jahren explodieren kann. Wir brauchen jetzt Spieler, die sofort abliefern können, die sofort der Mannschaft weiterhelfen können, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine. Ja, und ich persönlich finde es auch nicht schlimm, wenn ein Bernardo Silva, obwohl der war die gesamte letzte Saison nicht verletzt. Das einzige Mal, wo er nicht gespielt hat, war, wenn Guardiola gesagt hat, nee, heute brauchst du nicht.
Der hat auch im Spiel gegen Madrid, glaube ich, war das der mit den meisten Kilometern. Also der Junge, der arbeitet noch. Man kann nicht sagen, der ist schon zu alt für alles. Also wie gesagt, der ackert tatsächlich. Ja, und trotzdem muss der bei Madrid ja keine 60 Spiele machen. Ne? Also es reicht ja, wenn er ein Ergänzungsspieler ist zum Nulltarif. Ihr habt auch eben gehört, der verdient weniger als bei Manchester City. Und wie willst du dazu Nein sagen? Also ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden mit dem Transfer. Madrid hat eingesehen, dass es nicht nur der nächste junge Talent etc. sein muss, sondern ein gestandener Profi, der sofort weiterhilft. Vielleicht hätten wir einen Luka Modric noch eine Saison behalten müssen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Der hätte wahrscheinlich diese Ernsthaftigkeit und Seriosität in die Kabine gebracht. Ich hoffe, ein Mourinho zusammen mit einem Bernardo Silva, Dumfries etc. Ja, bringt das in die Kabine, was ein Real Madrid braucht. Mich persönlich freut dieser Transfer. Abgesehen davon, dass Atletico und Barca ihn auch wollten, davon sehe ich einfach mal ab. Das ist vielleicht ein kleiner, nettes Nebengeschmäckle, was ganz lustig und amüsant ist. Aber im Endeffekt muss ein Real Madrid nach seinem eigenen Arsch gucken, nicht danach, was die Konkurrenz macht. Und ich finde es richtig, dass dieser Transfer so stattgefunden hat. Und wie gesagt, es ist immer das Gleiche. Das hat, glaube ich, auch ein Sir Alex Ferguson gesagt, obwohl ich konnte noch nicht überprüfen, ob er das gesagt hat. Heutzutage im Internet ist ja so viel Fake unterwegs. Aber er hat mal sinngemäß sowas gesagt: Wenn Real Madrid sich an den Transfertisch setzt, dann gibt es keine Transfergespräche, dann ist es durch, dann sind alle anderen Mannschaften egal, dann interessiert erstmal nur Real Madrid. Ja, jetzt frage ich mich, wahrscheinlich hat er das über Manchester United auch gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn Real Madrid ankommt, sieht man die besten Spieler, erfahrensten Spieler dieser Welt sagen: Ja bitte, ich möchte zum absoluten Olymp des Fußballs zu Real Madrid. Ja, das war mein Video von heute. Morgen mehr Informationen zur WM, zu Real Madrid. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt dieses Video, wie gesagt, mit einem Like, mit einem Hype. Und dass ihr ein Follow da lassen sollt, habe ich ja eben schon gesagt. Also fleißig kommentieren. Und, ach, was habe ich hier getan? Niemals vergessen. A la Barbie!